Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute soll es um unsere Reisebegleiter gehen. So ein Video haben wir seither nicht gemacht. Das sind unsere CRF 300L von Honda. Wir hatten ja bereits den Vorgänger, die CRF 250L. Die haben wir 123.000 Kilometer gefahren, haben sie dann letztendlich in Kolumbien lassen müssen. Und unsere neuen Hondas, die mittlerweile auch nicht mehr so neu sind, sind jetzt bei knapp 113.000 Kilometer. Wie man so sehen kann. Und weil wir natürlich öfters Fragen kriegen, was wir so verändert haben, was wir so für Probleme hatten auf den Reisen, haben wir gedacht, wir machen einfach mal ein Video und erklären euch so ein bisschen, was wir auf diesen 113.000 Kilometern und davor so gemacht haben an den Motorrädern. Das ist natürlich ein größerer Tank, weil besonders außerhalb von Europa kommt man ohne größeren Tank eigentlich überhaupt nicht aus in vielen Regionen. Dazu gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu sagen, außer bei der Benzinpumpe. Erstens mal ist die Benzinpumpe deutlich einfacher auseinanderzubauen als von der CRF 250. Das ist schon mal toll. Und der Benzinfilter, der drin ist, ich blende es euch auch mal ein dann, der ist deutlich größer und kann man quasi als richtigen Filter bezeichnen, was bei der alten 250 nur ein Stofflappen war. Der war jetzt nach 113.000 Kilometern doch ein bisschen verdreckt und hat sich mal gefreut, dass es sauber gemacht wurde. Man hätte auch vielleicht den Benzinfilter mal komplett tauschen können. Aber da kann man sehr gut sehen, wie sowas nach 113.000 Kilometern ausschaut. Um den ein bisschen zu unterstützen, haben wir oben im Tankdeckel auch von Acerbis einen kleinen Vorfilter drin. Den lassen wir grundsätzlich einfach drin hängen. Ich würde mal sagen, für westliche Länder, wo das Benzin normalerweise sauber ist. Mach mal raus. Ja, jeder weiß, wie das ausschaut. Okay. Jeder weiß, wie das ausschaut. Normalerweise ist das Benzin sauber, wenn man an der Tankstelle tankt, aber es kann eben passieren in Afrika oder in Zentralasien oder auch in Südamerika, dass man offenes Benzin irgendwo kaufen muss. Das wird dann in Kannen, Eimern, sonst irgendwas dahergeschleppt. Wenn es dann noch windig ist, fliegt da jede Menge Sand rein. Deswegen haben wir einfach diesen Vorfilter drin. Wir haben Lenkererhöhungen verbaut für eine bequemere Sitzposition. Und um das Fahren auch angenehmer zu machen, habe ich, weil ich ein bisschen größer bin als die Miriam, ein paar tiefere Fußrasten, 20 mm tiefer bestellt, um den Kniewinkel etwas zu verbessern. Wir haben sowohl vorne als auch hinten andere Dämpfung drin. Das liegt auch unter anderem an den 40 Kilo Gewicht, die wir grundsätzlich dabei haben. Vorne haben wir K-Tech-Ventile eingebaut und auch von K-Tech eine härtere Gabelfeder. Hinten hatten wir erst Wilbers verbaut für 37.000 Kilometer. Wir waren nicht so wirklich zufrieden, haben dann gewechselt auf TFX Suspension aus den Niederlanden. Das ist jetzt eben drin ab 37.000 Kilometer und hat auch wunderbar funktioniert. Bräuchte jetzt langsam mal einen Service, aber hat nicht geleckt, es ist kein Öl rausgekommen. Hat ein bisschen an Federhärte eingebüßt, aber sonst können wir uns nicht beklagen. Wir haben einen Heckträger machen lassen, der das große Gewicht auch im Gelände problemlos aushält. Da haben wir auch ein Video dazu gemacht, das ist auf Englisch, aber könnt ihr euch gerne anschauen, wenn es euch interessiert. Genauso gibt es auch ein Video für den Einbau der K-Tech-Ventile in der Gabel vorne. Wer in sehr staubigen Regionen unterwegs ist, der weiß, dass man eigentlich, wenn es dumm läuft, alle 2-3 Tage seine Gabelsimmringe sauber machen muss, weil es nämlich anfängt zu lecken. Wir nehmen normalerweise eine PET-Flasche, schneiden einfach so ein Häkchen raus. Dann nimmt man die Staubkappen ab, fährt zwischen Tauchrohr und Ölsimmring rein und fährt einmal außen rum und nimmt den Staub raus. Und normalerweise hört es dann auch auf mit Ölsiffen. Dies sind immer noch die ersten, also 113.000 Kilometer. Jetzt müsste man sie langsam mal austauschen, aber es hält sehr, sehr lange. Allerdings, wenn es sehr staubig ist, passiert es eben, dass man wirklich alle 2-3 Tage sauber machen muss und das ist extrem nervig. Und deswegen fahren wir grundsätzlich ein Stückchen Schaumstoff zwischen den Staubdichtungen und den Öldichtungen. Wir schneiden einfach irgendwie 9-10 mm Streifen raus, machen die
Staubkappe runter, legen es einmal rum und klemmen sie quasi zwischen Öldichtung und Staubdichtung ein. Da mag jetzt manch einer lachen, aber das hilft unglaublich viel. Da kann es eben eher passieren, dass man alle 10.000 Kilometer mal vielleicht sauber machen muss, aber eben nicht jeden zweiten, dritten Tag. Wir fahren die Original-Luftfilter. Der Grund ist, dass die einfach keinerlei Staub durchlassen. Also selbst wenn sie, der ist noch relativ harmlos, wir hatten schon viel schlimmere. Selbst wenn die komplett eingesaut sind, da ist niemals auch nur ein bisschen Staub dahinter. Da wir jetzt nicht jeden Tag warten wollen und jeden Tag irgendwas sauber machen wollen und auch nicht Unmengen an Luftfilteröl mitführen wollen, fahren wir die Originalfilter. Und damit die einigermaßen sauber bleiben, weil man die auch nicht überall auf der Welt bekommt so einfach, haben wir einen Vorfilter im Ansaugstutzen drin. Das ist jetzt Twin Air, glaube ich. Und den haben wir uns nachbauen lassen in Pakistan. Erfüllt seinen Zweck auch. Der Schaumstoff ist ein bisschen minderwertiger, aber filtern tut er. Der wird eingeölt mit Luftfilteröl und kommt hier oben dann in den Ansaugstutzen rein. So ist es drin. Der filtert eigentlich das Gröbste raus und so ein Filter hält dann einfach mal 30, 40, 50.000 Kilometer. Also bei weitem genug normalerweise, dass man nicht ständig wechseln muss. Manch einer mag sagen, das ist ja eine Leistungseinbuße. Wir können es ehrlich gesagt nicht wirklich wahrnehmen. Vielleicht haben wir ein PS weniger, aber das spielt jetzt bei unseren 27 PS sowieso keine Rolle. Für uns ist es wichtig, dass es zuverlässig ist und dass es läuft. Und das tut es definitiv in der Kombination. Zudem, weil das ja eine Euro 5 Maschine ist, die, wie die meisten wissen, ja sehr, sehr mager läuft, haben wir einen Piassini ECU Flash machen lassen. Das macht die Maschine. Erstmal nimmt es dieses lästige Geruckel weg, vor allem wenn man langsam fährt und besonders im Gelände, hat manch einer vielleicht schon gemerkt, dass es wie so ein An-Ausschalter ist. Sehr, sehr unangenehm. Das ist praktisch verschwunden. Zudem läuft die Maschine deutlich kühler. Und wir haben auch explizit Piassini gesagt, wir wollen keine Leistungssteigerung haben, sondern maximale Zuverlässigkeit. Das heißt, Zündzeitpunkte wurden nicht verändert. Das Gemisch ist fetter abgestimmt worden. Und so haben wir auch bei 80 Oktan Benzin, was leider ab und zu vorkommen kann, überhaupt kein Problem, dass der Motor anfängt zu klopfen. Auch bei sehr hohen Temperaturen ist es nie überhitzt. Und in sehr großen Höhen, 4000 Meter oder so, hatten wir auch keine Probleme mehr. Also das hat sich auf jeden Fall definitiv gelohnt. Auch gleich zu Beginn haben wir sämtliche Lager in der Umlenkung aufgemacht und komplett mit Fett vollgepackt. Also alle Lager hier in den Umlenkhebeln, das Hauptlager hier und genauso das Lenkkopflager oben aufgemacht, richtig schön dick mit Fett eingepackt und eben wieder zugemacht. Das ist immer noch das Originallager, die Lager da hinten sind auch noch original. Ich habe auch ein Video gemacht zum Einstellen vom Lenkkopflager, weil sich immer viele beklagen, dass es nach 10.000 Kilometern schon kaputt ist. Wie gesagt, das hat 113.000 Kilometer fast und geht immer noch. Also es hakt noch nicht, aber man sieht langsam Abnutzungsspuren. Das einzige Lager, mit dem wir bisher Probleme hatten, ist das hintere Radlager auf beiden Seiten. Wer das schon mal aufgehabt hat, hat wahrscheinlich festgestellt, es hat nur eine Dichtung von einer Seite. Von vorne eine Dichtung, auf der Rückseite ist keine Dichtung. Ist erstmal nicht so schlimm, aber wenn man viele Flussdurchfahrten macht oder bei sehr hoher Feuchtigkeit lange unterwegs ist, kommt zwangsläufig irgendwann Wasser rein und die fangen an zu rosten. Mirjams ist dann in Tadschikistan einfach komplett auseinandergefallen. Da ist der Rost rausgelaufen und es hat wahnsinnig viel Spiel gehabt. Wir führen keine Ersatzlager mit, weil das sind normale Industrielager. Die bekommt man eigentlich überall. Und letztendlich haben wir sie dann bekommen in Korok, im Pamirgebirge. Also wirklich ein kleines Städtchen, wo man eigentlich nicht denken würde, dass sie sowas unbedingt haben müssten. Hatten sie aber trotzdem da. Also es macht eigentlich nicht unbedingt Sinn, Industrielager mitzuführen, die man überall auf der Welt bekommt. Das mag jetzt nicht das beste Lager gewesen sein, aber es ist immerhin von beiden Seiten gedichtet. Ich würde einfach ein hohes Qualitätslager kaufen, SKF oder irgendwie was, das kostet dann ein bisschen mehr, aber die Lager zum hinten austauschen hat das Stück 3 Euro gekostet. Und hält auch schon wieder seit vielen tausend Kilometern. Also man muss nicht unbedingt alle Teile mitführen. Manch einer hat wahrscheinlich schon mitbekommen, dass die Ausgangswelle durch das Ritzel
das normalerweise nicht 100% fest sitzt, leicht Schaden nimmt über die Zeit. Um das zu verhindern, haben wir im CRF-Forum diese Konstruktion hier gesehen und nachgebaut. Das ist im Grunde genommen das normale Ritzel, dazwischen kommt das Sicherungsblech, wie auch ganz normal. Dann kommt ein abgeschliffenes Ritzel, ein altes. Darauf ist ein Edelstahlblech und diese zwei Schrauben hier sind durchgehend, gehen quasi hinten ins Gewinde rein vom Ritzel. Und hier vorne ist eine Madenschraube mit einer Sicherungsmutter. Diese Madenschraube, die drückt auf die Ausgangswelle und zieht das Sicherungsblech zwischen den beiden Ritzeln quasi an die Nut dran. So hat es fast kein Spiel mehr. Das fahren wir jetzt eigentlich seit 80.000 Kilometer so. Ich blende euch oben ein, wie die Ausgangswelle ausgesehen hat, als ich das jetzt gerade frisch getauscht habe. Man sieht schon Abnutzung, aber es ist deutlich besser, wie wenn man es normal gefahren wäre. Irgendwann muss man natürlich dann die Ausgangswelle auch mal tauschen. Kette und Kettenblätter tauschen wir normalerweise so alle 25.000 Kilometer. Das OEM Original Set hat 15.000 Kilometer gehalten, danach war es kaputt. Wenn man dann aber ein bisschen höherwertige Kette kauft, wir kaufen normalerweise eine VX3 von DIT, dann hält es gut 25.000 Kilometer, manchmal auch 30.000 Kilometer. Danach ist aber spätestens das vordere Ritzel sowieso durch. Also hat richtige Haifischzähne. Da nehmen wir, was wir immer auch bekommen, entweder sind es die Originalteile oder JT macht auch sehr gute Ritzel. Das ist da nicht so wichtig, die Kette würde ich auf was Hochwertiges setzen. Genauso der Kettenschleifer. Wenn man die Kettenspannung richtig einstellt, dann hält er auch sehr, sehr lange. Ich weiß, dieses Teil ist extrem teuer in Deutschland. Ich glaube, die wollen so 70, 80 Euro dafür. Das habe ich einfach mal getauscht bei 57.000 Kilometer vor unserer letzten Tour. Und man sieht, es wäre noch lange gegangen. Also es ist nicht wirklich viel abgeschliffen. Bisschen, aber hier an den Stellen, wo es am meisten abschleift, wenn die Kettenspannung nicht richtig eingestellt ist, ist noch sehr viel Material. Ich wollte einfach nicht die Gefahr eingehen, dass wir irgendwo in Zentralasien stehen und dieses Teil brauchen, was ein Spezialteil ist. Und das hätten wir dann wahrscheinlich aus Europa schicken lassen müssen oder aus Thailand bestellen. Deswegen habe ich es vorsätzlich mal gewechselt. Hätte wahrscheinlich aber auch unter 13.000 Kilometer gehalten. Wir machen Ölwechsel normalerweise alle 7.000 Kilometer ungefähr. Ich weiß, Honda sagt 12.000 Kilometer, das kommt uns sehr, sehr lange vor. Wir machen es bei 7.000, das ist ein gutes Mittelmaß und man ist auch nicht ständig am Öl wechseln. Wir nehmen in der Regel teilsynthetisches Öl, es sei denn, wir bekommen nichts anderes. Ein-, zweimal haben wir auch vollsynthetisches genommen. Teilsynthetisch ist vollkommen in Ordnung für den Motor. Und normalerweise 10W40, aber manchmal bekommt man das nicht. Dann nehmen wir auch 10W30 oder 15W50 oder 20W50. Der Motor ist da wirklich sehr, sehr gutmütig. Der nimmt das alles und hat noch nie Probleme gemacht. Die Dichtung für den Ölfilterdeckel und diese Kupferdichtung, Aluminiumdichtung, je nachdem was man hat, für die Ölablassschraube ist immer noch die Originale, haben wir nie getauscht. Wir setzen einfach sehr sauber den Ölfilterdeckel wieder drauf, schauen, dass alles an der richtigen Stelle sitzt und seither ist da auch kein Öl rausgekommen. Also muss man auch nicht mitführen. Wir haben relativ viele Ölfilter dabei, die wiegen ja auch nicht viel und wir wechseln den normalerweise alle 7.000 Kilometer. Wenn wir knapp werden sollten mit Ölfilter, machen wir es auch mal jeden zweiten Ölwechsel. Ich glaube, Honda sagt sogar, man kann jeden zweiten Ölwechsel den Ölfilter wechseln. Aber wir sind ja klein und nicht besonders schwer, deswegen wechseln wir die normalerweise jedes Mal. Jetzt wird es interessant. Ventilspiel haben wir tatsächlich nicht gemacht, also bis jetzt. Jetzt habe ich Ventilspiel gemacht, für fast 113.000 Kilometer haben wir kein Ventilspiel gemacht. Der Grund ist, dass die alte 250, die wir hatten, haben wir Ventilspiel überprüfen lassen oder überprüft in Australien bei 60.000 Kilometer und es war noch im Rahmen. Jetzt haben wir gedacht, es hört sich noch gut an, wir fahren einfach. Und jetzt habe ich sie überprüft, die Ventile, und tatsächlich waren meine eigentlich noch in Ordnung. Das Ausgangsventil war ein bisschen eng, aber ich hätte es noch weiterfahren können, das habe ich jetzt tatsächlich gemacht. Bei Miriam waren die
Eingangsventile auch in Ordnung. Das Ausgangsventil war bei 0,18 mm. 0,27 plus minus 0,03 mm ist vorgeschrieben. Die waren ein bisschen zu eng. Also die habe ich jetzt gemacht. Aber Auch gehört. man hat es nicht gehört, aber er ist nicht mehr so richtig gut gelaufen. Das kann aber auch daran liegen, dass die Zündkerze nicht mehr wirklich gut war. Die war nämlich jetzt für 60.000, 70.000 Kilometer drin. Die habe ich jetzt auch gewechselt. Normalerweise sollte man sie so bei 40.000 Kilometer wechseln. Man hat auch schon deutlich gesehen, dass sie ein bisschen kürzer geworden ist. Ja, also ich habe jetzt wieder Zündkerzen gewechselt und Ventile zum ersten Mal eingestellt bei 113.000 Kilometer. Und sie waren nicht wahnsinnig stark verstellt. Die Bremsbeläge haben wir bisher zweimal getauscht. Wir bremsen nicht sehr viel und die halten auch wirklich sehr lange. Ebenso die Bremsscheiben habe ich einmal getauscht. Nicht, weil es unbedingt nötig gewesen wäre, aber ich hatte Angst beim letzten TÜV, dass wir nicht durchkommen. Die Bremsflüssigkeit habe ich bisher gar nicht gewechselt. Könnte ich vielleicht auch mal demnächst machen. Reifen ist eigentlich ein komplett separates Thema. Da darf man auf großer Reise nicht wirklich wählerisch sein. Also wir nehmen eigentlich, was wir kriegen können, in erster Linie. Das sind jetzt Michelin-Reifen. Der Vorderreifen hält extrem lang. Der ist super. Der Hinterreifen Mittelmaß, würde ich sagen. Nach 15.000 Kilometer ist er eigentlich platt gefahren. Wir hatten auch schon Reifen von Metzler, der war nach 8.000 Kilometer nicht mehr vorhanden. Wir hatten Reifen von Mitas, der E07. Oder auch, oh Gott, wie ist das neue Teil? Shinko, ja. Shinko E805. Die hielten 30.000 Kilometer. Haben wir jetzt nur am Hinterrad gefahren, aber das war unglaublich. Also 30.000 Kilometer ist eine Ansage. Ist aber dann auch so, dass man in Europa nicht mehr fahren dürfte. Also das Motorrad steht dann quasi ohne Seitenstände. Aber wie gesagt, wir können nicht sehr wählerisch sein. Normalerweise gibt es nicht viel Auswahl und man muss halt nehmen, was es gibt. So, ich denke, die wichtigsten Dinge habe ich genannt. Falls es noch irgendwelche Fragen gibt, dürft ihr das gerne in den Kommentaren erfragen. Als Fazit, wie zu erwarten, sind sie wirklich absolut problemlos gelaufen. Das war auch der Grund, warum wir von der 250 dann auf die 300 umgestiegen sind, weil sie einfach wirklich absolut verlässlich sind. Und das hat sich jetzt wieder gezeigt und wir hoffen auch, dass wir eventuell noch viele Kilometer mit diesen Motorrädern fahren können, bis es dann mal wirklich, hoffentlich nicht, ernstere Probleme gibt. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Danke sehr.